Nächstes Auswärtsspiel in Leverkusen, nachdem wir in Ungarn verloren haben bei Ferencváros Budapest und das letzte Heimspiel gegen Stuttgart. Wir sind also nicht so gut gerade drauf. Wir treffen, das habe ich im letzten Part gesagt, oftmals leider die falschen Entscheidungen in den, ja, eigentlich aussichtsreichsten Momenten. Das gilt es jetzt natürlich so schnell wie es geht abzuhaken und auch wieder, ja, zu verbessern, dass wir den Anschluss oben nicht verlieren, beziehungsweise dass wir uns oben festsetzen können. Wir sind Fünfter, Leverkusen ist Dritter. Die Mannschaft ist heute wieder ein bisschen verändert worden. Rogoff unter anderem, neues Innenverteidiger, Duo mit Collins und Kulis. Aber Leverkusen kommt hier zum ersten Mal. Schöne Chance von Nathan Teller. Vorne Fridjonsson und Grudowski. Also auch zwei neue Stürmer. Ja, das ist das Gute, dass wir hier viel Personal und viel Qualität auch haben, um durchzuwechseln. Apropos Qualität, Grudowski und Fridjonsson. Schade, der vorne, da hoffe ich halt immer, dass er gerade heute auch mal durch den Kopfball vielleicht uns hilft, unser Spiel hier durchzubringen. Ich wollte auf 4-2-3-1 umstellen. Ich probier's. Ich probier's einfach. Achtung, der nächste Schuss. Und da ist es passiert. Die Führung für Leverkusen. Also wir machen genau da weiter, wo wir die letzten Spiele aufgehört haben. Der Gegner, ja, schenkt uns hier Dinge ein. Obwohl das halt auch zu verteidigen war. Und von da, aus der Position, dass der halt reingeht ins lange Eck. Gut, Pfosten, Glück für Leverkusen. Wird's was, glaube ich. Da kann er sich noch so sehr strecken, wie er will. Nee, war gar nicht Florian Wirtz. Ach, Arda Güler. Genau, die haben ja auch so eine Trümmertruppe hier. Also was heißt Trümmertruppe? Also eine Mannschaft mit vielen guten, hochklassigen Spielern. So wollte ich das eigentlich sagen. Also Arda Güler mit der Nummer von Florian Wirtz bringt Leverkusen in Führung. Tja, was macht das mit uns? Im Prinzip eigentlich nicht viel, aber ich möchte halt gerne jetzt nicht in so einen Strudel reingeraten von vielen Spielen, die wir verlieren. Heißt quasi, dass wir uns im Winter eigentlich nochmal verstärken müssten. Aber bekommst du da gute Spieler für eine günstige Leihgebühr? Weiß ich nicht. Das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Diomandéum zum Beispiel auch nochmal ein zu den Nathan Ake. Florian Wirtz, also stimmt, der hat ja die 10. Hier die 27. Hat im Spiel Arda Güler. Aber vielleicht wir jetzt mit unserer ersten Chance. Ja, Grudowski und Pope ist im Tor. Nick Pope heißt er, glaube ich, ne? Also ihr seht, wir können auch hier mithalten. Es ist halt immer nur die Frage, wie lange wir das hier durchhalten können, ob wir Konstanz ins Spiel reinbringen. Schon wieder so ein komischer Kopfball. Was ist das denn? Was ist das denn für ein kurioses Eigentor? Ja, und Poso wird mir hier als Torschütze ausgewählt. Was war das denn? Ich glaube, das war mit das kurioseste Eigentor, was ich je gesehen habe. In unserer gesamten Karriere hier in den letzten 10 Jahren. Was war das denn? Da müssen wir nochmal genauer hingucken. Also erstmal der Eckball. Dann der Kopfball und dann der Ball nach hinten von Jonathan Tah. Das war Jonathan Tah, der den Ball hier zurück spielt. Durch die Füße und Nick Pope, der weiß nicht, was er machen soll. Der wollte erst mit rechts, dann mit links. Der Ball geht aber auch durch den Fuß durch von Nathan Ake. Also ganz kurios. Zweites Tor vom Leverkusener. Steht aber 1-1 durch, ja, wie gesagt, eines der kuriosesten Eigentore, die ich je gesehen habe. In meiner FIFA-Karriere, EAFC-Karriere. Aber Achtung, Leverkusen will natürlich ganz schnell wieder in Führung gehen. Aber gut, dann braucht es halt vielleicht manchmal sowas. Dann braucht es auch manchmal die Mithilfe des Gegners, um wieder in die Saison oder wieder in das Spiel hier reinzufinden. Ah, das ist ja wirklich furios. Achtung, Leverkusen kommt über Garcia. Ja, irgendwo ist die Lücke gleich da. Irgendwo. Aber wir können es verhindern in dem Moment. Und haben jetzt mal die Chance umzuschalten. Über Jongwa, Grudowski, Fridjonsson. Die drei vorne im Zusammenspiel. Das klappt richtig gut. Bisschen kompliziert, aber jetzt die Chance. Grudowski müssen wir alleine erstmal machen. Und da ist Fridjonsson. Fridjonsson! Auch wieder eine Monsterchance. Jetzt ist wieder die Frage, was wäre gewesen, wenn Nacho Ferri da gestanden hätte. Hätte er den reingemacht mit sicherlich wäre der ein bisschen genauer gekommen. Aber anscheinend fruchtet dieses 4-2-3-1 zumindest vorne, hinten. Gut, das ist eh Vogelwild. Da kannst du dann auch spielen, wie du willst. Bei Leverkusen ganz klar, die haben einfach eine andere Qualität. Das ist bei vielen anderen Mannschaften auch so. Ich will uns aber auch nicht
kleinreden, weil wir haben auch schon gezeigt, dass es so gegen so Mannschaften geht. Leipzig, gegen Bayern zweimal sogar. Also ich meine, aber Boss hat auch viel Glück. Das gehört halt auch mal mit dazu. Nächste Chance. Achtung und wieder die Führung. Und diesmal ist es Boniface. Ja, auch wie beim ersten Tor von Güler. Da ist nicht viel zu machen. Die KI trifft halt alles, wenn sie will, egal aus welchem Winkel. Hier wird hin und her gewackelt. Das ist der reine Wahnsinn. Mehr als bei Let's Dance wahrscheinlich. Auf der Tanzfläche. Ja, und Boniface spielt bei 15 Grad wahrscheinlich mit Handschuhen oder was. So, wieder die Führung für Leverkusen. Die halt auch dementsprechend gut spielen, aber wenn wir halt auch so Fehlpässe machen, dürfen wir uns auch nicht wundern. Und es muss halt alles bei uns ein bisschen schneller gehen. Vielleicht die Chance direkt wieder zu antworten. Fridtjonsson, jawohl. Und Werner, rein damit, rein damit. Bei uns springt er halt raus. Aber Chance lebt noch. Nochmal, Krotowski. Auch wieder eine merkwürdige Parade gerade, wie er das gemacht hat. Nach vorne mit der linken Hand oder was? Also was hier passiert in der ersten Halbzeit, das ist schon wieder Stoff für ein ganzes Buch. Und das ist halt, ne, die Geschichte. Oh ne, jetzt wird's hier allein gegen alle oder was? Du kommst halt nicht hinterher, wenn er einmal anzieht. Da kannst du nur hoffen und beten. Und bei uns geht er halt nicht vom Pfosten rein. Ja, wir sind halt gerade in der Phase drin, wo solche Bälle leider rausspringen. Aber wir wissen auch, wie es halt andersrum war. Von daher weiß ich das ganz gut zu schätzen. So, nächste Chance. Godowski vorne, Fridtjonsson, ja. War eine gute Gelegenheit. Jongwa kriegt da den. Ja, nicht ganz. Ersten Zweikampf hat er gewonnen, den danach leider nicht. Aber wir sind da. Wir sind da. Krotowski, nächster Schuss. Ja, der hat viele Abschlüsse. Der kommt relativ oft zum Abschluss. Aber hinten die Verteidigung, die machen mir halt große, große Sorgen. Jetzt ist sogar ein Oedegaard. Martin Oedegaard haben sie auch noch. Also deswegen müssen wir noch mehr beten und noch mehr hoffen, dass wir hinten irgendwie den Laden zusammenhalten. Aber du kommst nicht hinterher. Du kannst einfach nichts machen. Das ist jetzt der erste Ball, den Sinamoi mal halten muss. Die haben so viel Qualität, die haben so viel Geschwindigkeit, die Technik dazu. Natürlich können wir noch nicht so weit sein, aber ich bete und hoffe natürlich immer, dass wir das irgendwie verteidigt bekommen. Egal wie. Achtung, nächster Schuss abgefälscht. Nein, nicht Boniface aus dem Spitzenwinkel. Also die beiden Pfostentreffer haben mir schon gereicht. Da brauche ich jetzt nicht noch so ein abgefälschtes Ding. Leverkusen kommt, Wagner ist aber zweimal dazwischen. So, wie viel Nachspielzeit gibt es? Es gibt nur eine Minute, aber den Platz haben wir. Und die Zeit, die bekommen wir noch. Garcia gegen Wagner. Wer ist schneller? Jongwa ist auch schnell unterwegs. Oh, schlechter Ball. Nicht gut gespielt, aber wir haben noch die Chance. Jongwa und Fridtjonsson. Und Pope klärt nochmal zur Ecke. Also ist noch nicht Schluss hier. Wir sind schon 2 Minuten über der eigentlichen Nachspielzeit, aber den Eckball kriegen wir noch. Und die Chance kriegen wir noch. Durch Fridtjonsson, glaube ich, wieder. Und jetzt ist erstmal Halbzeit. Also ganz, ganz viel war hier los auf dem Platz. Ein kurioses Eigentor, 2 Pfostentreffer von Leverkusen. Gute Chancen aber auch von uns. Gerade von Grodowski, wie ich finde. Von daher 7:8 Schüsse. XG-Wert 0,9 zu 1,9. Ja, bei uns zählt wahrscheinlich das eine Eigentor mit dazu. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Aber ihr seht, wir können auch gegen Leverkusen mithalten, ja? Auch gegen so eine Mannschaft haben wir unsere Chancen, aber ihr seht, die Bank ist halt jetzt auch von der Qualität her nicht so gut besetzt. Ferry, der hat halt 12 Stärken mehr, den würde ich jetzt reinbringen für Fridtjonsson. Der ist auch kopfballstark, hat Fridtjonsson gut gemacht. Im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und jetzt würde ich einfach mal... Ja, nee, ich lasse das nochmal. Ich hatte überlegt, ob ich Krotowski auf den Flügel ziehe und dann Hekimuk laufe ich 10. Aber ich glaube, Ferry ist erstmal... Ja, genug. Also, der eine Wechsel reicht erstmal. Ja, Halbzeit 2 wird auch wieder eine Wundertüte. Bin sehr gespannt, wie wir hier reinkommen. Wie die zweite Halbzeit verläuft. Vielleicht dann mit einem Remis für uns. Jetzt haben wir erstmal Nacho Ferry. Krotowski sehr gut, kommt aus dem Abseits. Und Werner jetzt mit einem schnellen Abschluss. Und wieder Pope. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja, spielt mir die Szene am besten noch 10 Mal ein. Ich sehe jetzt, glaube ich, zum 10. Mal dieselbe Sequenz. Wie die Fans sagen, oh, das wäre gefallen. Müssen wir ausnutzen. Ist vielleicht ein bisschen Raum und Platz da. Nee.
Aber Wagner, komm, der hat bestimmt auch einen guten linken. Wagner abgeblockt und Remberg, ja, mit einem Abschluss, aber er kommt nicht ran. Ah, es war abseits. Glaube ich, oder? Ja, doch, war abseits von Remberg. Ah ja, hat Leverkusen Glück gehabt. So, und dann wieder Leverkusen über den Flügel, über Wirtz. Es geht viel über die Seite hier mit Güler und Wirtz. Und vorne halt Boniface. Ja, wird gestoppt, fair gestoppt. Und jetzt die Chance, wenn es schnell geht, umzuschalten. Jongwa gegen Jonathan Tah. Da hat Jongwa Geschwindigkeitsvorteile. Super, muss sich da zurechtfinden. Ja, Tah, aber wieso kommt er trotzdem hinterher? Das verstehe ich nicht. Warum zieht Jongwa nicht einfach durch? Ey? Der hat schon Platz, der ist vorbei. Und dann lässt er sich da hinten so noch reindrängen. Hätte nicht unbedingt sein müssen. So, und auch Jonas Hofmann, der kann nicht schneller als Wagner sein. Das kannst du mir nicht erklären. Jetzt kommt Leverkusen wieder. Achtung, das ist kein Abseits. Güler aus Spitzenwinkel. Nein, 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 kein Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Ich hatte das schon so ein bisschen geahnt. Weil ich wieder hingehe. Jetzt gehe ich einmal in 100 Jahren wieder in Zweikampf in den Strafraum. Und es wird direkt Elfmeter gepfiffen. Echt, das nervt so dermaßen. Ich meine, der fällt einfach um. Arda Güler ist halt auch nur 1,10 groß, aber der fällt einfach um. Wie so ein Grashalm im Wind wird er da weggeweht. Na gut, hilft nichts. Boniface gegen Sinamoy. Sinamoy ist im richtigen Eck. Aber hält ihn nicht. Und Boniface zum 2. und zum 3:1 für Leverkusen. Aber warum hält er denn nicht? Er ist doch in dem Eck, ist doch alles richtig. Oder geht er durch die Handschuhe durch? Hier, Boniface, guck mal, Sinamoy ist sogar vorher schon im Eck. Das müsste ich mir eigentlich gleich nochmal angucken, was da schiefgelaufen ist. Ja, wahrscheinlich ist er einfach zu langsam. Also wahrscheinlich war der Schuss einfach zu schnell. Schade, 3:1. Wir waren eigentlich auch gut drin. Ja, vorne schon gut Druck gemacht. Und dann nach 60 Minuten das 3:1. Aber ich schreibe uns hier trotzdem noch nicht ab. Weil wir halt unter anderem einen Grodowski haben, der halt gut drauf ist. Von Nacho Ferri vorne, da erwarte ich halt auch noch ein bisschen was. Jetzt erwarte ich erstmal einen vernünftigen Eckball. Da warte ich auch schon seit einer halben Saison drauf, mal wieder ein Tor zu machen. Poso, die kommt gut die Ecke. Ferri wäre da gewesen, Remberg. Und Jongwa, Walto nochmal außen auf Poso. Und da läuft jetzt bestimmt Hofmann weg. Jetzt fehlt Poso natürlich auf der anderen Seite. Da muss Rogoff mal aushelfen. Hat er gemacht. Super. Ja, und dann können wir meistens nichts machen. Dann in den Zweikämpfen, wenn du da gedoppelt wirst. Da siehst du meistens schlecht aus. Und Leverkusen kommt über Jonas Hofmann. Achtung, nächste Chance, Güler. Abgeblockt. Achtung. Und dann gibt es fast das nächste kuriose Ding. Das war doch Eckball, oder nicht? Naja, offensichtlich nicht. So, ihr seht, wir werden wieder gepresst. Leverkusen läuft die Passwege sehr gut zu, aber auch wir mit der Möglichkeit auf den Anschluss. Nacho Ferri abgeblockt. Da ist zum Mäusemelken. Ich mache jetzt nochmal Dreierkette, 3-5-2. Letzten 20 Minuten nochmal ein bisschen Risiko. Ja, ob ich jetzt hier ein 4. und ein 5. Ding kriege oder ob ich noch irgendwie durch irgendein Wunder, ich weiß nicht, aufs 3-3 kommen. Oh, Wagner, da muss er einfach hin, ey. Und Leverkusen macht jetzt wahrscheinlich das Spiel zu über Hofmann. Pass nach hinten, abgeblockt. Wir können nur zugucken. Aber das ist auch klar. Irgendwann sind wir halt ja an unserem Limit erreicht. Mit unserer Truppe hier. Irgendwann geht es halt nicht weiter nach oben. Und manchmal hat man halt so Spiele, wo man echt dermaßen jetzt nicht auseinandergenommen wird, aber wo halt die Grenzen aufgezeigt werden. Ne? So wollte ich das sagen. Nächste Chance, Sinamoy. Und wir haben halt gerade so eine Phase vor dem Hinrundenabschluss. Jetzt 2-3 Spiele in Folge nicht gut gespielt. Auch nicht gepunktet. Auch in der Europa League wäre das wichtig gewesen. Aber wir haben noch eine Rückrunde. Wir haben das Wintertransferfenster. Da könnten wir eventuell auch noch mal gucken, ob da irgendwie 1-2 Leihen noch möglich sind für ein halbes Jahr. Aber ansonsten müssen wir mit dem Kader leben, der ja auch nicht schlecht ist für die Ziele, die wir eigentlich haben. Ich meine, unser Ziel ist jetzt nicht Meister oder so zu werden. Aber ich würde schon ganz gerne mich irgendwie oben festsetzen. Aber heute geht's halt wieder leider den Bach runter.
4-1, wieder Boniface, bin ich der Meinung, war es. Und du kannst nichts machen. Ja, also wenn die Verteidigung so löchrig steht hier, da sind eigentlich 2 Leute und dann ist niemand bei Boniface, was willst du da machen? Ich kann ja nicht 11 Spieler gleichzeitig steuern, das geht halt einfach nicht. Und so gibt es halt, ja, mal wieder eine richtige Klatsche. 4-1, Dreierpack von Boniface. Ja, und da bringt auch die Dreierkette nichts und da kann ich auch noch 10-mal die Formation umstellen. Das ist halt so ein Spiel heute gegen so einen Gegner mit der Qualität. Wie gesagt, ein Oedegaard, ein Cancelo von der Bank, der ist mehr wert als unser ganzer Kader. Also ihr seht die großen Unterschiede. Vielleicht könnte man sagen, wir spielen über unseren Verhältnissen in der Liga und auch in der Euroleague. Würde ich es jetzt einfach mal so betiteln. Aber wir sind nicht schlecht. Ich möchte uns jetzt hier gar nicht schlecht reden. Wir haben auch gute Spieler. Ja? Wir haben Wanner, wir haben Jongwa, wir haben Wagner. Die haben auch eine gute Stärke. Nacho Ferri vorne, großes Entwicklungspotenzial. Also da ist auch Qualität in der Mannschaft drin. Zwar nicht für ganz oben, aber für solides Mittelfeld. Auf jeden Fall. Jetzt bringen sie Declan Rice auch noch von der Bank. Also was willst du mir erzählen? Ist zwar nicht schön, dass du hier heute wieder verlierst und auch so hoch da noch, aber es ist kein Beinbruch. Müssen wir auch fairerweise sagen. Vielleicht gelingt uns ja noch ein Tor. Grodowski mit der nächsten Kopfballchance. Ja, das sind jetzt die letzten Züge. Also, wir müssen es annehmen. Die Situation, so wie sie jetzt momentan ist, die ist nicht gut. Wir haben leider gerade keine gute Phase. Nicht nur was das Spielerische betrifft, sondern natürlich auch primär die Ergebnisse. Aber irgendwann werden wir auch da wieder rauskommen. Das haben wir bislang immer geschafft. Die Krisen, die wir hier hatten, die haben wir immer überwunden. Und genauso wird auch diese Krise, wenn man denn von einer Krise sprechen möchte, ja, Platz 4 oder 5 in der Liga, dann in der Europa League noch mit Chancen auf die Playoffs. Also wenn das die Krise von Preußen Münster ist, dann ist das wirklich Jammern und Meckern auf hohem Niveau. Achtung, Leverkusen nochmal das 5:1. Es geht halt auch jeder Schuss rein. Das ist halt auch krass, dass jeder Schuss ist ein Treffer. In 9 oder in 8 von 10 Fällen gehen die Schüsse immer rein, egal von wo. Da kannst du schon die Uhr nachstellen. Ja, siehst du blöd aus. Da kannst du noch so dicht stehen. Da können noch so viele Spieler dastehen. Bei mir werden sie nie geblockt. Merkwürdigerweise. Bei den Gegnern, da kommt immer noch ein Fuß dazwischen. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler. 6 Mann stehen da hinten drinne. Und Würz ist am Ende derjenige, der die Lücke findet. Und am Ende steht ein 5:1. Ja, ich habe gerade schon ein Fazit und Ausblick gegeben. Da spare ich mir jetzt 5:1. Ist nicht schön, das Ergebnis. Ja, aber wir kommen aus dieser Krise wieder raus. Ja, das reicht halt momentan leider nicht. Für ganz oben. Die Bayern gewinnen auch 4:0 in Stuttgart. Bremen 1:1. Reicht halt momentan nicht für ganz oben. Von daher sehen wir, die Qualität fürs Mittelfeld ist alles okay. Gegen viele andere Mannschaften können wir auch mithalten. Aber im Normalfall, wenn wir gegen Bayern und auch gegen Dortmund, das waren gegen Bayern auch 2... Ja, Glücksspiele will ich nicht sagen, aber da haben wir halt wirklich viel Spielglück gehabt, haben halt unsere Chancen genutzt, schöne Tore geschossen. Aber wenn du halt regelmäßig gegen solche Kaliber spielst, da stößt du halt irgendwann an deine Grenzen. Ja, wir haben zwar ein entwicklungsfähiges Team, die werden auch alle besser, aber halt jetzt nicht jetzt, sondern halt erst in 3 oder 4 Jahren. Jetzt spielen wir gegen Frankfurt. Gegen den jetzigen Spitzenreiter. Die haben auch am 14. Spieltag nicht verloren. Gibt's auch gar nicht. Irgendwann müssen sie doch mal soweit sein. 3:2 gegen Hamburg zu Hause gewonnen. Ist vielleicht jetzt Preußen Münster die erste Mannschaft, die den Frankfurtern die erste Niederlage zufügt. Wir sind auch hier noch ganz eng beieinander. 5 Punkte auf Platz 3, 2 Punkte auf Platz 4. Also von was reden wir? Wir haben ausgeglichenes Torverhältnis. Wir schießen ein paar Tore. Wir kassieren aber halt auch immer ein paar. Also zu 0 Spiele haben wir, glaube ich, selten hier. Und unten haben wir Heidenheim, St. Pauli ohne Sieg, ey, immer noch. 6 Remis, 8 Niederlagen, 34 Gegentore. Ja, den Blick nach unten dürfen wir auch nicht so ganz verlieren. Sind zwar jetzt 13 Punkte Vorsprung, aber die können auch ganz schnell wieder verspielt werden. Ich hoffe nicht. So, jetzt haben wir mal eine ganze Woche Pause. Das ist auch immer ganz gut, dass unsere Stammkräfte sich ausruhen können. Und wie gesagt, die Frage ist halt im Winter. Da muss ich jetzt auch schon mal ein bisschen den Blick drauf legen, ob wir uns im Winter nochmal verstärken. Was haben die für eine Truppe, dass die so gut spielen? Oh, letzten 5 Spiele allesamt gewonnen. Nicht umsonst sind die Tabellenführer. Also Koopmeiners, Dahoud, Brandweight, Smolcic. Koch sieht auf dem Papier jetzt erstmal gar nicht so stark aus, ne? Wobei Can Uzun, Hugo Duro, ich glaube von Valencia ist der. Dann haben sie Brown noch auf der Bank, Ibimbe, Ikitike.
Also das ist schon gut, aber das ist jetzt für mich keine Mannschaft, die auf Platz 1 steht. So von den Namen her, ne? Aber Namen heißt ja nichts, du musst als Mannschaft funktionieren. Von daher, ich habe richtig Bock, dem Tabellenführer die erste Niederlage zuzuführen, so. Einführen hört sich ein bisschen komisch an. So, also, wir können ja gerade nochmal hier drauf gucken. Wie gesagt, viele Spieler, viel Talent, ein paar, die schon über eine 70er Stärke haben, aber wir sind halt so eine durchschnittliche 70er-Truppe. Und die spielt halt meistens so im Mittelfeld oder sagen wir mal in der unteren Tabellenhälfte. Es sei denn, wir machen große Transfers im Winter, wobei ich das nicht glaube. Vielleicht geht ja was über eine Leihe. Ich werde mich da mal ein bisschen umgucken, werde schon mal ein bisschen vorausplanen und dann spielen wir gegen Frankfurt. Und vielleicht ist es ja soweit. Die erste Niederlage für Frankfurt wäre ich dabei. Also, macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.